Hallo zusammen, ich bin Tobias Und ich bin die Anna. und wir zwei sind heute zusammen im Pfälzerwald unterwegs. Um genau zu sein, im südlichen Pfälzerwald in der Urlaubsregion Hauenstein. Und heute nehmen wir euch mit auf die Geiersteine-Tour bei Luug. Ja, kleine feine Runde mit ungefähr 5,5 Kilometern, 180 Höhenmetern und einigem zu sehen. Ja, unter anderem schöne schmale Waldpfade durch lichten Kiefernwald, einige Sandsteinformationen, wie wir hier ja auch schon schön sehen können, und natürlich tolle Aussichten. Ja, einiges geboten heute, trotz der wenigen Kilometer. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie die Tour so ist, Dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Los ging es an einem Parkplatz am Ortsrand von Luug. Anne studierte erstmal die heutige Route, damit sie auch weiß, wo es lang geht. Kleiner Spoiler, allzu genau hingeschaut hat sie wohl nicht. Nun denn, dann machen wir uns aber mal auf zur Wanderung. Wir durchquerten auf recht kurzem Weg den Ort und dann ging es ab in den Wald und das natürlich, wie sollte es auch anders sein, erstmal bergauf. Sag mir, was lang geht. Die Markierung lässt zu wünschen übrig. Meiner Meinung nach. Ich wüsste hier nicht, wo es lang gehen soll. Ich habe auch erst gedacht, da hoch, aber da fehlt das Zeichen. Ah, ich dachte, das wäre der Buntsandstein Höhengedöns. Okay, Zeichen ist da. Da war es wohl eher Annes Aufmerksamkeit, denn die Markierung, die hier eindeutig zu wünschen übrig ließ. Gut, dass sie mich dabei hatte. Na, was ist denn da los? Anne lässt mal einen Grenzstein aus. Sehr ungewöhnlich. Vielleicht aber ja nachher. Nach kurzem Anstieg erreichten wir den ersten größeren Buntsandsteinfelsen, den Hornstein, einen freistehenden Felsenturm. Nein, der Weg führte uns nicht mittendurch, sondern seitlich am Felsen entlang weiter bergauf. Den hat's ganz schön zerlegt. Na, ist ja klar. Die andere Variante. Ja, für die linke Seite wären wir zu dick gewesen. Charmant wie eh und je, die liebe Anne. Aber Hauptsache, ich kam am Hindernis unbeschadet vorbei. Hier könnt ihr den Hornstein, an dessen Fuß wir vor kurzem vorbeigelaufen sind, noch einmal aus anderer Perspektive sehen. Sogar mit Gipfelkreuz. also man muss sagen, super Aussicht hier. Und vor allem so unerwartet. Wobei, ganz so unerwartet vielleicht doch nicht. Hatten wir bisher doch schon fleißig Höhenmeter hinter uns gebracht. Und da der Wald unterwegs auch die ein oder andere kleine Lücke aufgewiesen hatte, war es nur eine Frage der Zeit,
bis wir mit einem Ausblick belohnt werden würden. Auch wenn unsere heutige Wanderung verhältnismäßig wenige Höhenmeter hatte, zog sich der hübsche Pfad immer noch weiter stetig bergan bis zu den nächsten großen Felsformationen. Ja, schon wieder ein Grenzstein. Tobi macht immer das Gipfelkreuz leichter. Oder auch nett. Der ist schepp. Ja, das haben die so an sich. Der ist auch schon alt, 1766. Der darf ein bisschen krumm sein. Der ein oder andere verrückte Wanderer, der auf die Idee kommt, den Grenzstein als Stand- oder Sitzgelegenheit zu nutzen oder für sportliche Aktivitäten zweckzuentfremden, macht es dem Grenzstein da bestimmt auch nicht leichter. Nun ging es für uns erst einmal angenehm flach auf dem Höhenrücken weiter, dabei immer wieder den ein oder anderen Sandsteinfelsen passierend. Da sind sie, die Geiersteine. Und so war es auch. Die namensgebenden Geiersteine waren erreicht. Und der Aufstieg hatte sich wirklich gelohnt. Die Felsen waren sehenswert und die Aussicht allererste Sahne. Da nahmen wir uns doch gerne einige Zeit zum Entdecken. Wie ihr seht, sind wir mittlerweile ein wenig dicker verpackt. Das lag zum einen daran, dass wir an den Steinen eine Pause eingelegt hatten zum Essen, Ausruhen und Anmoderation aufnehmen. Und zum anderen an dem zwischenzeitlich aufgekommenen, ziemlich kräftigen und recht kühlen Lüftchen. Jetzt wird's ganz schön kühl. Gänsehaut. Ganz so schlimm war es natürlich nicht und sollte sich alsbald auch wieder ändern, jetzt da wir wieder in Bewegung waren. Na, was hat Tobi denn da entdeckt? War ja klar, es gibt keine Bank, die versteckt genug wäre, als dass Tobi sie nicht entdecken würde. Sieht gemütlich aus, fast heimelig mit der natürlichen Überdachung.
So haben wir da vorne ein Weilchen bei den Geiersteinen, haben da ein bisschen länger gebraucht, auch wegen unserer Anmoderation. Und da war es ganz schön windig und kalt. Jetzt sind wir aus dem Wind draußen, wieder verpackt. Und jetzt wird's warm. Nun denn, weiter geht's. Sprichst du nur von dir? So warm ist es noch nicht. Ja, Anne unser kleines Frostbeulchen. Und anscheinend war ihr so kalt, dass sie nicht einmal merkte, dass sich auf der Kameralinse ein wenig Dreck niedergelassen hatte. Und natürlich, wie sollte es auch anders sein, haben wir vom Abstecher zum runden Hut auch nur eine einzige, sehr lange Aufnahme gemacht. Nein, Anne, da geht es nicht lang. Was macht sie denn da? Sie möchte sich als Türmchenbauerin versuchen. Beziehungsweise, sie erhöht einfach eines der bestehenden. Man könnte glauben, ihr wird auf dem breiten Forstweg gerade ein wenig langweilig. Ihr seht, wir haben unseren Spaß hier auf dem Weg. Ja, genau. Es ist zu leicht. Also eigentlich fühlt sich der Weg gerade so an. Da war die Wegwahl für heute wohl genau richtig gewesen, wenn wir selbst den breiten Forstweg beide noch so feiern. Gegen Ende wurde der Weg dann wieder schmaler und führte durch den Wald bergab bis zu der Stelle, an der wir diesen heute Morgen betreten hatten, und durchs Ort zurück zum Parkplatz. Ja, da haben wir es geschafft. Die Geiersteine-Tour ist gewandert. Und die hat richtig viel Spaß gemacht, auch wenn es nur eine kleine Tour gewesen ist. Der Einstieg war toll mit schmalen Pfaden, man hatte viel zu gucken. Wir hatten die tollen Buntsandsteinfelsen und schöne Aussichten. Und auf der zweiten Hälfte gab es dann nicht mehr so viel zu sehen, dafür konnte man aber schön quatschen. Ja, also kann man so zusammenfassen. Die erste Hälfte mit den Highlights, mit den Sandsteinfelsen, mit den Aussichten und dann ein weites Stück Abstieg über breiten, sanft abfallenden Forstweg. Also ich habe unterwegs schon zu Anne gesagt, selten so angenehmes Gefälle gehabt auf einem Weg wie da. Ja, also insgesamt eine runde Sache der Weg. Markierungen waren soweit auch okay. Je nachdem, wie man sagt. Außer für die Anne. War nicht mein Tag heute, nein. Die wäre an der einen oder anderen vorbeigelaufen, ja. Aber insgesamt sehr gut ausgeschildert. An zwei Stellen muss man ein bisschen aufpassen, weil der Weg macht quasi eine 8. Wenn man da dann falsch abbiegt anhand der Markierungen, läuft man schön im Kreis. Aber ja gut, wir hatten auch parallel die GPX-Datei laufen, wie ja sonst auch immer. Und damit insgesamt kann man das ganz gut machen. Gut, und dann würde ich sagen, war's das für dieses Mal wieder. Wir hoffen, euch hat's gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.